Wunderschönen guten Morgen, weiter geht's. Der nächste Tag, der vorletzte vor Santiago. Heute geht's nach O Pedroso, 20 Kilometer vor Santiago. Heute laufe ich aber auch nur 20 Kilometer. Oh, sonst gibt's nichts zu erzählen. Wir hatten einen wunderbaren Abend. Ganz wunderbarer Abend. Und den wiederholen wir heute einfach. Und dann morgen nochmal und dann immer so weiter. Also, auf geht's, Start in den Tag. Let's go. Florian unterwegs. Der ist genauso amüsiert und begeistert von dem Zuwachs von echten Pilgern auf dem Jakobsweg. Ich habe euch ja gesagt, ich will jetzt nicht meckern. Aber man redet drüber. Man redet viel drüber, man tauscht sich aus, weil das ja jeder irgendwie ähnlich wahrnimmt. Ne? Naja. Das Gute ist nicht mehr so weit. Und wenn ich dann nach Santiago weiter nach Finisterre gehe, da gibt es die alle nicht mehr. Das ist ganz klar. Das ist das Gute daran. So, jetzt kommt vom Fahrradfahrer von hinten wieder. Bimmel, bimmel, bimmel. Wunderbar, danke. Kommt noch einer? Nee. Ja. Ich freue mich schon. Ich zeige euch gleich eine besonders geile Bar. Das kann nicht mehr so ganz weit weg sein. Dann lasse ich euch einen schönen Gruß da. Versprochen. Da ist Lydian wieder, ich habe sie wieder gefunden. Ja, und Daniel hat immer gute Advise und jetzt hat er ein Blunderchen gemacht, Ja. weil die Bar, die Superbar, die ist eigentlich nicht mehr da. Ja, Und die ist er hat geschlossen. gesagt, es wäre so schön, es hätten hier hangen können 30 Bierflaschen, 300. 300, ach, 3000. Also, 3000 hängen und dann da. hat er gelernt, was hat er gelernt? Ja, es bleibt nicht immer alles so, wie ich das will. Manchmal verändern sich Dinge nicht zu dem Guten. Die Änderungen akzeptieren. Muss man. So. Müssen wir jetzt Mehr akzeptieren. Bier Ne? trinken, würde ich sagen. Das Holländer. Aus Holländer. Wir müssen das schön trinken. Siehst du Leonard? Nee? Laurent? Soll ich das sein für dich oder wie? Nein, ich suche einen Holländer, die so... Ja. Das ist übrigens Sophie aus Frankreich. Und sie saß in Roncesvalles am ersten Abend neben mir am Tisch, beim ersten Dinner quasi. Also das ist jemand meiner absoluten Anfangsstartpilger, den man jetzt ganz kurz vor Santiago, ganz kurz vor dem Ende doch mal wieder sieht. Natürlich, ne? Camino Provence. Und jetzt gibt's für uns alle Cerveza, denn it's Beer O'Clock. Prost. Die Eukalyptuswälder von Galicien. Hier sind sie endlich. Ja, die nächste Pause des Tages geht jetzt langsam wieder zu Ende. 5 Kilometer haben wir noch auf der Uhr. Und dann sind wir in O Pedroso, im letzten Zwischenstopp vor Santiago, wo es dann morgen hingeht. Und das wird ganz großartig. Hups. Das passiert, wenn man in die Kamera guckt und mal ein paar Sekunden nicht auf die Erde. Dann fast Aua. Aber nur fast. Ja, wir sind angekommen in O Pedroso, dem letzten Zwischenstopp vor Santiago. 20 Kilometer vor Santiago. Wir sind hier, hatten einen guten Tag. Alles ging ganz hervorragend. Und ein paar Bierchen getrunken, ganz gemütlich. Nichts Wildes heute. So gehört sich das. Ein ganz angenehmer, ruhiger 20 Kilometer Tag, der hiermit zunächst einmal endet. Zumindest der Laufteil. Alles andere seht ihr ja dann. Fantastisch.
Bin in der Herberge angekommen und jetzt heißt es warten auf den Check-in. Und müde bin ich. Jetzt so ein Powernap wäre geil. Nützt ja nicht. Ja, so sieht das aus, wenn Pilger anstehen und irgendwann dann gleich mal aufgenommen werden in die Herberge. So sieht's aus. Rezeption, Anmeldung, alles passiert hier vorne. Ich habe leider schon ausgetrunken, ich darf nicht mehr mitspielen. Oh, jetzt geht's hier auch los. Okay. Wer kennt das Spiel? Flunkyball, geht ab. Kannten die alle noch nicht, mussten wir den Leuten mal zeigen. Gute Nacht, Leute. Ich wünsche euch was. Ja, der letzte Abend vor Santiago ist immer ein ganz besonderer Abend, denke ich. Man weiß einfach nicht, was am nächsten Tag passiert. Man hat keine Ahnung. Man weiß nicht, wie man drauf ist, wie man sich fühlt. Was da alles für Erinnerungen hochkommen, Emotionen. Nicht vorhersagbar. Tja, und übermorgen geht es für mich weiter nach Finisterre. Aufmerksame Zuschauer wissen das. Das ist sowas wie mein Place to be. Da will ich unbedingt hin. Das ist für mich, dass das für viele Santiago ist. Aber morgen erstmal Santiago überleben. Nein, wir werden eine gute Zeit haben in Santiago, ich bin ganz sicher. Es ist klar, das ist immer so. Und doch bin ich froh, wenn ich wieder raus bin aus der Stadt. So ist das. Ganz viele Leute heute wieder getroffen. Alle wieder vereint. Wie am Anfang. Mit ein paar Zugaben. Und ein paar Verlusten. Das ist klar, das gehört genauso dazu. Boah, ihr wisst gar nicht, wie die Fliegen hier nerven. Also, ohne Witz, hier fliegen die ganze Zeit Fliegen rum. Die sind richtig nervig. Ja. So schlimm ist es nicht. Das Problem ist, dass ich nach dem ersten Camino die Erfahrung gemacht habe, dass du kannst Dinge eigentlich nur mit Leuten besprechen, die auf dem Camino waren. Mit allen anderen funktioniert das nicht. Die verstehen das nicht. Also das merkst du sofort. Die checken überhaupt gar nicht die Reichweite, die das Ganze hat. Das ist völlig normal. Das kann gar nicht anders sein eigentlich. Es ist einfach ein anderes Ding hier. Es ist mit dem Leben hier, was wir alle so führen, nichts zu tun. Da zitiere ich doch gerne mal David von der, nicht von der Herberge, aber auch nicht von dem Platz, aber von der Location, die da heißt La Casa de los Dioses. Ich habe ihn gefragt, was hast du so gemacht, bevor du hier warst? Und er dachte, dasselbe wie du. Genau dasselbe wie du. So wie jeder andere. So wie jeder andere auf dieser Welt. Jeder. Nur ganz wenige, die das nicht tun. Ne? Geboren werden, Schule, Job, heiraten, Haus, Kind, Feierabend, Tod. Ja.
Ich will was erleben, ich will was sehen, ich will was Erfahrungen machen, ich will mich austauschen mit anderen, ich will eine gute Zeit haben. Die begrenzte Zeit, die es auf Erden gibt, die muss man nutzen. Mein guter Camino, total anders als die anderen. Ja, ich glaube, der Camino Frances ist einfach der richtige für mich. Das ist der Camino, der lang genug ist, um überhaupt ins Pilgerfeeling reinzukommen. Also ich würde es niemandem empfehlen, nur 4 Tage zu gehen. Nicht ab Sarria, nicht 100 Kilometer. Was ist das denn? Das ist überhaupt nichts, Leute, gar nichts. Ihr kommt überhaupt nicht aus eurem Alltagstrott raus in der Zeit. Das geht überhaupt nicht. Nein, das ist kein Camino für mich. Für mich wäre das kein Camino. Für andere mag das anders sein. Soll es keine Pauschalverurteilung sein, auf keinen Fall. Jeder muss machen, was er für richtig und für gut empfindet, und manche haben auch nicht mehr Zeit, dann ist das auch okay und wunderbar so. Aber für mich, wenn du mich nach dem Camino fragst, boah, eigentlich sind 30 Tage ja schon zu kurz. Eigentlich bräuchte ich viel mehr Zeit. Eigentlich müsste ich von zu Hause, von Deutschland losgehen. Vielleicht reicht das. 3, 4 Monate, 100 Tage, 120 mindestens. Bevor du wirklich mal was anders machst. Sondern gut, mir fällt nichts mehr an. Ich wünsche euch was. Schönen Abend noch. Alles Gute. Buen Camino. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist ja der Tag der Tage, der alles entscheidende Tag, der Tage. Jetzt laufe ich nach Santiago. Jo, dann gucke ich mir die Kirche an und fresse mir den Bauch voll und höre mir die Musik an abends auf dem Platz und gebe mir 2 Liter Bier rein im 2-Stunden-Takt. Also, schauen wir mal, wird bestimmt schön. Also, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Das Wetter wird auf jeden Fall ganz hervorragend. Da gibt das eigentlich nichts zu meckern. So, Abfahrt. So, die erste Pause des Tages ist absolviert. Käffchen wurde getrunken, ein gutes Frühstück. Anders als letztes Mal, ich habe daraus gelernt, ja. Wenn man nach Santiago anläuft, sollte man vorher gut gefrühstückt haben. Ansonsten wird der Tag vielleicht ein bisschen anstrengend und ein bisschen lang und ein bisschen schwierig zu bewältigen. Ja, ich würde sagen 15 Kilometer bis nach Santiago. Ist nicht mehr so weit, dann kommt der olle Flughafen und dann rennt man drum herum und dann geht es auch irgendwann los auf dem Monte del Gozo. Jo, lass mal langsam losgehen. So, die zweite Pause des Tages ist auch absolviert. Es gab ein leckeres Bierchen. Jetzt geht es auf die letzten 12 Kilometer. Und dann stehe ich an der Kathedrale zum 5. Mal in 4 Jahren. Ja, Business as usual. Nein, gar nicht. Jedes Mal besonders, jedes Mal anders. Jedes Mal irgendwie doch schön. Ich würde sagen, lass uns das mal herausfinden.
Mittagspause auf dem Monte del Gozzo. Okay. David, for you. Wir sehen uns in Santiago, ich wünsche euch was. So, Altstadt Santiago, herzlich willkommen. Ist nicht mehr weit. Ich glaube bloß 200, 300 Meter noch, du. 5 Minuten sind wir da. Hey! Hallo! Hi! So, jetzt höre ich auf. Bis gleich! Fantastisch. Hello. Hello! Look who's there, look who's there. Wait, guys. Eine Sekunde. Hier sind wir. Ich hab's geschafft. Und wisst ihr was? 5 Mal. 5 fucking Mal. Schon wieder geschafft, schon wieder geschafft. Juhu! Hallo! How are you? Gratuliere. Danke, danke. Ja, gratuliere. Hello, Alina. How are you? You did it, huh? We did it. Gratuliere. Danke, danke dir auch. I need some white socks. It's a video. Ooh, yeah, it's a video. It looks very quiet. Yeah, I know it's every year the same. People think they're not coming and... Ich muss näher rankommen, sonst hört ihr mich nicht. Also, Santiago Festival San Juan, ja, Festival des Feuers. Noch brennt hier nichts, das passiert heute Nacht aber irgendwann und dann brennt hier die ganze Stadt ab, glaube ich. So wie die hier drauf sind. Kanonenfutter. Sorry? 9 times? I think you need just one time. No, just Das Video heute ist einfach wunderbar. Wunderschönen guten Morgen. So schön wie er nur sein kann, wenn man kaputt ist und müde ist. Und ich bin kaputt und müde. Das ist ja völlig überraschend, oder? Ich glaube, ich bin um 6 Uhr ins Bett gegangen. War ein geiler Abend, ihr seht's ja.
Ich bin immer noch in Santiago und das wird sich auch heute nicht ändern. Denn wie üblich werden hier alle Pläne durcheinander gebracht. Und ja, ich mache auf gar keinen Fall das, was ich mir vorher gedacht habe. So ist das ja immer. Und das ist auch das Charmante daran. Ne? Wie wir immer alle feststellen, Pläne scheiße, machst du Pläne, ist ziemlich shit. Ziemlich shit. Nicht gut. Dementsprechend geht das jetzt für mich einfach kleinen Stadtrundgang machen. Und schauen wir mal, vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen Pilger, den ich kenne. Moin. Ist nicht unüblich, dass der ein oder andere einen Tag später oder einen Tag früher kommt, ne? Wenn man da über 30 Tage unterwegs ist. Und da werde ich schon den einen oder anderen wiedersehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, finden wir es raus. Ab in die Innenstadt. Der Jakobsweg mit einem Wort. Unbeschreiblich. Der Jakobsweg erklärt mit einem Wort. Unglaublich. Selbe Frage, Alina. Das ist jetzt ein bisschen fies, weil das Wort war schon ganz gut. Beeindruckt. Sehr gut. Verabschiedungszeit, die ersten Leute gehen. Ich mag das nicht. Nein, nein, nein. Es ist immer so wunderbar, wenn andere Leute, die man seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen hat, dann doch noch mal ankommen, während man hier rumhängt. Ist gar nicht mit Worten zu beschreiben. Es ist nicht mit Worten zu beschreiben. Auf einmal sieht man wieder andere Leute. Welche, die man kennt und neue. Und das passiert hier jeden Tag. Ich liebe es einfach. Ich weiß jetzt schon, dass ich eines Tages wieder das Kribbeln in den Füßen verspüre und weiß, dass ich los muss. Dass ich einfach wieder los muss. Aber jetzt bin ich erstmal hier und genieße den Moment. Und habe noch einen weiteren schönen, absolut phänomenalen Tag in Santiago. Schätze ich mal. Alles andere geht auch gar nicht. Ja, wenn man in Santiago ankommt, dann ist das für viele ein ganz besonderer Moment. Gleichzeitig kann das Ganze aber auch ein bisschen verstörend sein, weil die Erwartungshaltung, die man an diese Stadt oder an das Ankommen hat, vielleicht nicht erfüllt wird. Und es gar nicht so eintrifft, wie man das angenommen hat. Und da kommen wir zu einem anderen Punkt. Viele Leute suchen Antworten. Ihr solltet lieber die richtigen Fragen stellen. Und das meine ich keineswegs in irgendeinem religiösen Sinne. 0,0. Überhaupt nicht. Das kann vielleicht für den einen oder anderen zutreffen. Für mich ist das nicht der Fall. Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein und die Zeit zu haben. Das ist ein gutes Gefühl. Meine Erwartungen werden meistens übertroffen, weil ich keine habe. Es ist relativ einfach. Zumindest keine sehr hohen, keine ausgesprochenen, keine ausgereiften. Ich will einfach eine gute Zeit haben und das habe ich, weil ich auf dem Camino bin. Nichts einfacher als das. Ja. Jetzt sitze ich hier im Park der Almeda. Trinke gerade das erste Bier des Tages. Ganz gemütlich. Heute wird nicht so viel gebechert. Ich bin so heiß für diese Scheiße. Nein, Quatsch. Aber gestern war hart, anstrengend. Und deswegen machen wir heute mal ein bisschen weniger. Ein bisschen auf die Bremse treten nochmal. Man kann nicht... zwar jetzt auch noch nicht uralt, aber... Naja... Ich bin auch keine 18 mehr, also. Ne?
Eine Party in 2 Tagen reicht vollkommen aus. Aber heute Abend sehen wir mal, wie es kommt, ne? Ich weiß ja auch, dass dahingehend das von mir zuvor Gesagte manchmal ja, außer Acht gelassen wird von mir. Also schauen wir mal. I just remember one word, Corazones. Tja, wie immer, wenn ich in Santiago bin, dann höre ich die Tula de Derecho hier am Säulengang gegenüber der Kathedrale um Plaza Obradoiro. Fantastisch, ich mag das total. Jedes Jahr dasselbe, aber geil. Einfach nur geil. Ist wie Weihnachten als Kind, ne? Freut man sich immer drauf. Und muss einfach sein. Geht nicht anders. Ja, ich liebe diese Musik. Fantastisch. So, weiter geht's. Zweiter Abend in Santiago. Ne? Jetzt geht's in die Bar. Nach dem wunderbaren Live-Konzert, was wir gerade hatten, geht's jetzt in die Bar auf 1, 2, 3, 4 Drinks. Schauen wir mal, wie geil das so wird. Tja, Tag 2 geht so langsam zu Ende. Und das bedeutet, dass ich jetzt gleich ins Bett gehe. Und ich wünsche euch alles Gute. Schöne Grüße aus Santiago. Für mich geht es morgen weiter noch nach Murcia und oder Finisterre. Ich entscheide morgen kurzfristig. Ich habe mir überlegt, ich mache genau das, worauf ich in dem Moment Lust habe. Und das entscheide ich morgen und sag's auch keinem. Also, tschüss. Gute Nacht aus Santiago. Zum 5. Mal. Bis zum nächsten Mal.